Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Shairis und Georgs Traumhausprojekt. Ich bin heute wieder vor der Kamera und Shairi ist wieder dahinter. Hallo. Wir wollen heute in diesem Video darauf eingehen, was wir für unseren Modellbau benutzen möchten. Wir haben uns ja für den Maßstab 1:87 entschieden, da wir uns vor der H0-Eisenbahn benutzen möchten, um mehr Details in unser Modell zu bekommen. Ich glaube, du kannst das vorher nicht, Shairi, oder? Überhaupt, ne. Ja, ich kannte das von meinem Vater, der hatte schon mit Modellbau angefangen und ja, ist halt ein schwierig umzurechnender Maßstab. 1:100, wie jeder Architekt das benutzen würde, ist einfacher, aber wir haben uns ja in einem vorherigen Video ein Modell am Computer gemacht und da konnten wir es ganz einfach nachher in 1:87 ausdrucken. So, als Basis haben wir uns hier dieses Modell gekauft, das Stahllager. Da möchten wir hauptsächlich die Dachkonstruktion benutzen, den ganzen Stahlträger. Und das Gute ist, da sind auch noch einzelne Stahlträger dabei als Deko sozusagen. Die können wir natürlich auch super für unseren Hausbau benutzen. Dann ganz wichtig für unser Projekt, die Palmen für den Garten in der Mitte des Hauses. Haben wir hier nicht in dem Modellbauladen gefunden. Die gibt es leider nicht mehr, die werden nicht mehr hergestellt. Aber im Internet findet ihr dann auch super viele. Die müsst ihr aber selber zusammenbauen, aber das sollte ja auch kein Problem sein. Und die fanden wir ganz hübsch, haben dann da einfach zugeschlagen. Auch so, müssten so um die 15 Euro sein, glaube ich. Was ist noch super wichtig, Shairi? Super wichtig. Ein Haus ohne eine Insel, voller Pflanzen und ein Mustang. Genau, der Mustang. Ich habe leider nicht mein Modell gefunden, ein 67er Fastback, aber ein Cabrio. Ungefähr die gleiche Farbe, oder? Würdest du auch sagen? Ja, Ähm, Hauptsache Mustang in der Garage, würde ich sagen. Also jetzt Cabrio oder Fastback. Hauptsache. Hauptsache Mustang, genau. Kostet auch um die 15 Euro. Dann als Basis habe ich mir im Modellbauladen erklären lassen, kann man am besten diese Styrodurplatten verwenden. Ich wollte eigentlich Holz, genau genau. diese Holzplatten, Balsaholz verwenden. Das soll aber relativ schnell reißen, wenn man die Ausschnitte für die Fenster macht. Und diese Styrodurplatten gibt es in verschiedenen Stärken. Wir haben uns für 2 Millimeter für die Außenwände entschieden. Und das Ganze gibt es nochmal in 3 Millimeter für die Grundplatte und für die Böden. Dann als nächstes, um alles diese Styrodurplatten fotorealistisch hinzubekommen, weil wir ja wirklich Details in unser Haus haben wollen, habe ich mir noch so Fotos ausgedruckt. Einmal von einer Backsteinmauer, das könnten wir vielleicht Die Garage. genau für die Garage benutzen, ein paar Holzpaneele, dann eine Grundplatte in Beton, weil wir haben ja uns überlegt, so ein Sichtbeton-Fußboden wäre ja schön. Und weil die Wände ja aus Fertigbetonplatten sein sollen, haben wir hier nochmal für den Keller ein bisschen anders strukturierte, ein bisschen gröber strukturierte Betonplatten und einmal für die Innen- und Außenwände oben. Dann haben wir natürlich noch den Grundriss ausgedruckt. Da können wir nachher die ganzen Maße rausnehmen für das Modell oder können die drauflegen, ausschneiden, als Schablonen benutzen. Dann Fenster haben wir uns noch besorgt. Einmal ganz große Fenster für die Bibliothek und für den Übergang zur Garage und einmal etwas kleinere Fenster für außen. Ist nicht ganz billig das Ganze, die kleinen Fenster waren 10 Euro, die größeren 7,50 Euro. Also ihr müsst für das ganze Hausmodell ungefähr mit 100 Euro rechnen. Kommt drauf an, wie viel Details ihr da reinbringen wollt. Ich weiß nicht, wollen wir Möbel reinmachen, Shairi? Auf jeden Fall. Okay, dann wird es vielleicht für uns doch noch ein bisschen teurer. Aber also in den Modellbauläden müsst ihr mal gucken oder auch im Internet. Es ist Wahnsinn, was es von dieser H0-Eisenbahn an Modellen gibt. Ihr könnt Werkstattausstattung bekommen, alles Mögliche, unfassbar. Das ist natürlich immer eine Frage des Preises. Dann haben wir noch ein Geländer. Das war fast mit das teuerste, 17,95 Euro. Ja, ich fand es trotzdem ein schönes Detail und habe es dann für unser Modell besorgt. Dann brauchen wir natürlich noch Holzleim, der ist für die Styrodurplatten. Ganz normal handelsüblichen, wir haben Express genommen, damit das alles schneller klebt. Dann mit Pritt wollen wir die Fotos auf die Styrodurplatten kleben.
Dann haben wir extra nochmal Kunststoffkleber für die Modelle von Faller. Der hat so eine Metallspitze, damit man wirklich punktgenau den Kleber an die richtige Stelle bringen kann. Und ganz zum Schluss haben wir noch, oder fast ganz zum Schluss, Furnierholz besorgt für die Türen. Das ist echtes Holz, auch super dünn. Das wird normalerweise auf Spanplatten geklebt, damit wir echte Holztüren bekommen. Vielleicht auch ein schönes Detail, gucken wir mal, wie sich das verarbeiten lässt. Und dann habe ich noch aus Restholz eine Grundplatte gemacht mit Keller. Das ist Buche, ja, 40 mm Platte, Leimholz und da, wie gesagt, der Ausschnitt gleich reingebracht für den Keller. Da kommen dann auch noch Styrodurplatten drauf. Hier noch ein bisschen Gartenfläche. Für den Garten habe ich mir auch noch ein bisschen Rasen besorgt. Da gibt es auch zig verschiedene Grüntöne. Da könnt ihr euch wirklich austoben. Und ja, für den Garten werden wir wahrscheinlich noch ein paar Details brauchen. Vielleicht ein paar Bäume, ein paar Büsche, vielleicht ein Schwimmteich. Mal gucken. Ja, das wäre es jetzt erstmal für die Grundausstattung. Und in den nächsten Videos seht ihr dann, wie wir alles zusammenbauen.